Und ich freue mich sehr, dass wir nun wieder eine Live-Schalte haben, und zwar zu einem Küstenkraftwerk. Die sind auf Kurs zur Klimaneutralität. Wir haben uns vorgenommen, dass wir spätestens 2040 klimaneutral werden und wir haben die CO2-Emissionen um 70% in Kiel senken können. Und jetzt geht es darum, die fehlenden 30% noch zu dekarbonisieren, in Form von Großwärmepumpen, die wir hier an der Kieler Förde realisieren wollen, und der Umstellung des erdgasbetriebenen Küstenkraftwerks auf Wasserstoff. Würden Sie sagen, dass das auf jeden Fall nicht nur ein Pilotprojekt ist, sondern was ist, was Sie auch relativ, in Anführungsstrichen, leicht woanders auch wieder anders einsetzen könnten? Absolut. Und damit zeigen wir hier, wie die Energiewende mit großen Gasmotoren funktioniert. Für die Umrüstung brauche ich natürlich eine eigene Infrastruktur und dafür müssen Elektrolyzerkapazitäten geschaffen werden. Dafür muss ein Umbau der Netzinfrastruktur passieren. Das sieht jetzt bei Ihnen gerade im Moment verhältnismäßig leicht aus. Stimmen Sie mir dazu? Ja, wir haben natürlich hier in Kiel auch besondere Voraussetzungen. Wir haben einerseits den Seezugang und wir haben hier direkt am Küstenkraftwerk auch die Kaikante. Und wir haben das moderne Küstenkraftwerk, wo die Motorentechnologie von Inyo Jenbacher auch grundsätzlich geeignet ist für einen Umstieg auf Wasserstoff. Es muss wirtschaftlich möglich sein, Wasserstoff bereitzustellen und auch zu nutzen für die Strom- und Wärmeversorgung. Und da hoffen wir natürlich drauf, dass die Wasserstoffwirtschaft sich wirklich in Europa entwickelt und wir auch günstigen und ausreichenden Zugriff auf Wasserstoff bekommen, damit diese Umstellung auch wirklich dann technisch und wirtschaftlich vollzogen werden kann. Also das muss das Ziel sein. Und wenn wir das erreicht haben, können wir sagen, Mission accomplished.